sagt er, ich kaufe mir jetzt einen Porsche. 21 hat die Kohle für einen nagelneuen Porsche gespart. Und gesagt, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie kaufen sich den Porsche, okay? Oder Sie kaufen ihn nicht und ich sage Ihnen, wie Sie das Geld anlegen und dann verspreche ich Ihnen, sind Sie in 7 Jahren Millionär. Der Business Club im Excenter Haus in Bochum. Und wir haben den Club ganz für uns alleine. Zu Gast bei mir im Gespräch ist Bodo Schäfer. Bodo, herzlich willkommen in Bochum. Ja, danke für die Einladung. Und ich muss dich nicht vorstellen. Das ist also, wenn ich einen nicht vorstellen muss, dann dich. So. Deswegen können wir direkt ins Eingemachte gehen. Wir haben im Vorfeld mal gefragt, bei meinen Kontakten, bei YouTube, im Podcast, bei Facebook. Bodo Schäfer kommt und du kannst eine Frage an Bodo stellen. Was möchtest du gerne von Bodo wissen? Und ich hab zig Seiten ausgedruckt, was da alles kam. Wir werden also nicht alles berücksichtigen können, sonst haben wir beide einen langen Bart. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal querbeet einfach ein paar Fragen durch. Es geht um Geld, es geht um Erfolg, Mindset, aber es geht auch um dich als Persönlichkeit. Das sind, glaube ich, das ist das, was die meisten interessiert, dich als Persönlichkeit. Also ich arbeite das mal einfach durch. Gerhard ist Finanzdienstleister. Welche Top-Tipps gibt es, um reiche Kunden zu bekommen, also wirklich in die Elitekreise reinzukommen und um dort Empfehlungen zu erhalten? Boah, also das wäre eine Frage, die du besser beantwortest. Ne? Reiche Kunden als der Verkaufsstar überhaupt? Fällt mir nichts ein. Okay, also meine Antwort an der Stelle wäre, du gehst nicht hin und sagst, ich will dir was verkaufen, ich will dein Vermögen vermehren oder sonst was. Der Weg ist immer, erst muss dir der Mensch mal vertrauen, erst ist Vertrauen. Ohne Trust geht gar nichts. Das heißt, möglicherweise gibt es irgendwelche Parallelen im Sinne von gleiche Interessen, gleiche Hobbys, gleiche Kreise. Man lernt sich kennen, man ist sich sympathisch. Man spricht auch mal über den Beruf, dann kannst du offen sagen, was du machst. Aber auch nicht hier sofort den Kontakt jetzt als potenziellen Kunden sehen, sondern erstmal muss eine Beziehung da sein. Und dann kann man irgendwann später mal über das Geschäft sprechen. Und im Idealfall, wir hassen es, wenn uns etwas verkauft wird. Das stimmt. Aber wir kaufen total gerne. Also meine Taktik wäre an der Stelle, wie schaffst du es, Gerhard, dass der Kontakt später bei dir etwas kaufen möchte und nicht, dass du ihm etwas verkaufst? Gute Antwort. Ich erinnere mich jetzt gerade, wie ich es früher gemacht habe, als ich nichts hatte. Ich wollte einen Coach haben und die Frage, die mir geholfen hat, diesen Coach zu bekommen, war, dass ich mich einfach gefragt habe, was kann ich für ihn tun? Da ist mir erst alles eingefallen, was ich nicht kann. Und dann ist mir nach und nach was eingefallen, was ich für ihn tun konnte. Und das habe ich dann auch getan und dann hatte ich das Vertrauen. Und seine Freunde wurden dann tatsächlich auch Kunden, weil ich über ihn die anderen kennengelernt habe. Also Schritt 1, was kann ich für andere tun? Für ihn tun speziell, das war ein Mann, wie so eine Vaterfigur. Und im zweiten Schritt auch so ein bisschen seine Bekannten kennenlernen, dann das Gleiche wieder, was kann ich für die tun? Ja, und dann ist es irgendwann, dass die mich gefragt haben, was tust du eigentlich? Und wenn sie mich mochten, haben sie gesagt, ach, kannst du nicht auch mal bei mir gucken? Und dann ging das so weiter. Ja. Also der schlimmste Fehler ist, massiv zu akquirieren. Jo. Dann machen alle zu. Ja. Wie gehst du mit dem eigenen Scheitern um, beziehungsweise mit scheiternden Menschen um? Fragt Alex. Ja, ich finde Scheitern völlig normal. Also liegen bleiben ist schlecht, das wissen wir, hinfallen ist gesund. Immer wenn ich irgendwas riskiere, irgendwas versuche, falle ich natürlich hin. Und dann sage ich mir einfach, gehört zum Leben dazu.
Es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten, wenn ich morgens aus dem Fenster gucke. Ich habe schönes Wetter oder nicht so schönes Wetter. Und das gibt es auch im Leben. Ich kann Erfolg haben oder Misserfolg. Wenn ich Erfolg habe, werde ich reicher. Wenn ich Misserfolg habe, werde ich stärker. Also meine erste Frage ist immer, was kann ich jetzt daraus lernen? Wofür ist das jetzt gut? Was muss ich tun, damit ich in die Situation nicht mehr komme? Die ganzen Fragen, die wir aus der Persönlichkeitsentwicklung kennen, die stimmen einfach. Und ich habe einfach gesehen, in der Praxis wissen das, in der Theorie wissen das ganz viele, in der Praxis, dass wenn einer wirklich einen auf die Schnauze kriegt, dass er dann auch sofort sich diese Fragen stellt, das ist das Schwierige. Und das ist unheimlich, unheimlich wichtig, dass wir uns sagen, okay, ich bin Problemlöser. Und da verbindet jeder sofort damit, dass er ein Problem lösen kann. Nee, damit meine ich was ganz anderes, dass wir uns von dem Problem lösen können. Emotional davon lösen können, in dem Sinne, dass es uns nicht kaputt macht, dass es uns nicht klein macht. Ich hatte ein echtes Problem damit. Als ich mit 26 pleite war, war mein Selbstbewusstsein so klein. Und wenn ich dann einen Misserfolg hatte, und bei mir war der schlimmste Misserfolg der, dass ich gedacht habe, ich habe einen Abschluss gemacht als Verkäufer und dann ist das Ding in Storno gegangen. Also nicht es nicht zu schaffen, sondern es geschafft zu haben und dann geht es kaputt. Das hat mich zerrissen. Da habe ich 3 Tage buchstäblich geheult innerlich. Und das war natürlich dann teuer. Dass das Geschäft kaputt gegangen ist, gehört zum Leben dazu. Aber dass ich 3 Tage nicht vernünftig gearbeitet habe, das ist die Hölle. Und dann hat jemand, der mich gut kannte, gesagt zu mir, Herr Schäfer, das Ding ist, Sie werden wahrscheinlich immer mal heulen. Aber die Frage ist, heulen Sie 3 Tage, 1 Tag, 3 Stunden, 30 Minuten oder 3 Minuten? Und das trainiere ich. Und das sage ich auch demjenigen, das war ja der zweite Teil deiner Frage, was sage ich jemandem, der einen Misserfolg hat? Es ist völlig okay, dass du dich für einen Moment richtig mies fühlst. Das ist okay, es gehört dazu. Außer einer ist als Superman auf die Welt gekommen, ich nicht. Aber du musst lernen, die Zeit, in der dich das kaputt macht und klein macht, Packaging nennen die Amis das, kleiner machen, verpacken, dass es hinterher nur noch 3 Minuten sind, schütteln, bis dann die Reaktion kommt. Keiner sagt im ersten Moment, super, ich habe ein Problem, beim richtig starken Problem. Aber nach den 3 Minuten kann ich mich das fragen. Wofür ist es gut? Was muss ich ändern? Was muss ich tun, damit das nicht mehr vorkommt? Was kann ich daraus lernen? Michael fragt... Gute Fragen. Ja, das ist cool. Ja. Angenommen, du hättest deinen letzten Schultag, jedoch mit deinem aktuellen Wissen, was oder wie würdest du deine berufliche Karriere starten? Was wären die ersten Schritte zum Erfolg? Die Frage geht dahin, was können aus der Antwort jüngere Menschen lernen, die vielleicht gerade ihr Abitur fertig haben, die gerade aus der Ausbildung kommen, ihr Studium vielleicht beendet haben. Du bist also frisch aus der Schule, hast dein ganzes Wissen. Wie würdest du loslegen? Das ist eigentlich das, was ich eben an anderen Antworten schon verpackt habe. Immer erst verkaufen lernen. Immer verkaufen lernen. Alles im Leben kommt immer an ein Ende, wenn ich nicht verkaufen kann. Wenn ich verkaufen kann, führen lernen. Ich kann größere Ziele nur mit anderen Menschen erreichen. Ich muss die begeistern, ich muss die motivieren, ich muss die auch kontrollieren, wenn es drauf ankommt. Ich muss die führen. Und im Dritten, ich bin nur wirklich gut, wenn ich was habe, wofür mein Herzchen, das habe ich aufs Mikro gehauen, ich bin nur wirklich gut, wenn mein Herz wirklich brennt. Wenn ich das liebe, was ich tue. Also wenn ich aus der Schule käme und wüsste nicht, dass ich Money Coach sein will, verkaufen lernen, führen lernen und überlegen, was ist so das ganz große Thema meines Lebens. Da gibt es für mich ganz einfaches Kriterium, was kann ich ziemlich gut, das kann ich ausbauen und was macht mir wilden Spaß. Wenn ich etwas mit viel Spaß relativ gut kann, dann kann ich darin genial werden. Nicht ein Genie, aber genial. Und genial, das ist, dass die anderen sagen, das ist ein Genie. Aber es hat sich entwickelt. So, ein paar persönliche Fragen haben wir hier. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Oh, also kann ich genau sagen, ist kein Geheimnis. Ich spare immer 50%, dann ist auch gut. Manchmal wird es ein bisschen mehr, dann habe ich nie aufgepasst, aber 50% spare ich, 10% spende ich
10% habe ich ein Luxuskonto, also von allem, was ich verdiene, 10% auf ein Luxuskonto, das muss ich ausgeben. Das ist ganz wichtig, damit ich nicht knickrig werde. Ich bin nämlich erzogen worden von meinen Eltern religiös. Da kann man schon mal geizig werden, das ist gefährlich, weil wer geizig ist, was genießt er noch am Leben? Also die 10%, die ich da aufs Luxuskonto tue, die haue ich raus, 10% spende ich, da tue ich dann was Gutes, ja, und von den anderen 30% lebe ich. Okay, aber ich sag mal, so eine Frauen scheidet aus, Autos... Ich bin glücklich verheiratet. Genau, eben. Also Frauen ist es nicht. Autos ist es, glaube ich, auch nicht, soweit ich das beobachten kann. Ich gucke bei allem nicht mehr aufs Geld. Nicht auf der Speisekarte und auch nicht, wenn ich mir ein Auto kaufe. Ich kaufe mir dann wirklich das habe ich mir aber auch erarbeitet, ich kaufe mir wirklich das, woran ich Spaß habe. Okay, gut. Bodo Schäfer ist doch echt geil, oder? Der hat wirklich was zu sagen. Und deswegen empfehle ich dir an der Stelle auch gerne sein Buch. Die Gesetze der Gewinner. Ein mega geiles Buch. So werden deine Träume wahr. Und er verschenkt es. Also er verschenkt es, das Buch ist gratis, du zahlst nur die Portokosten. Den Link dafür findest du unten. Bestell es dir jetzt. Richtig geiles Buch, richtig fett. Warum gehen so viele Menschen, besonders Verkäufer, so schlecht mit Geld um? Haha, ja, weil sie super Eigenschaften haben, die Verkäufer. Sie sind optimistisch und sie haben ein gutes Selbstvertrauen, wenn es gute Verkäufer sind. Und wer optimistisch ist und hohes Selbstvertrauen hat, der sagt natürlich, geht alles gut, kommt demnächst so viel Kohle rein, ich hau's jetzt schon mal raus, ist gut. Und dazu kommt natürlich, dass wer ein guter Verkäufer ist, auch immer ein guter Käufer ist. Das sind ja aber das hängt mit den beiden Dingen zusammen. Ich rate jedem guten Verkäufer, dass er lernt, ein sehr guter Verkäufer zu werden. Das kann er bei dir hervorragend lernen. Also bin ich fest von überzeugt. Da bist du einfach der Mann in Europa, von dem man das lernen kann. Und was ein sehr guter Verkäufer lernen muss, ist Systeme zu installieren, Abläufe zu haben. Und wenn er das macht und das dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ist er ein sehr guter. Und das Gleiche gilt auch für Geld. Mach ein System, mach mein Kontensystem, dass du das Geld so einteilst, so wie ich es gerade erklärt habe, wie ich es bei mir mache. So schlage ich vor, 10% zu sparen, 10% auf ein Luxuskonto zu tun. Das kann man systematisieren mit Daueraufträgen, das kann man alles automatisieren. Und dieser Automatismus ist stärker als die Tagesform. Und dann ist das irgendwann mal so tief drin, ja, dann läuft's. Dann läuft's wirklich von alleine. Also dem guten Verkäufer rate ich, wird ein sehr guter und wird sehr gut im Umgang mit Geld. Und das geht nur mit System. Ich habe da ein paar ganz gute. Okay. Das ist für mich auch immer schön zu beobachten. Ein Verkäufer verdient im ersten Jahr gutes Geld. Das Erste, was die Männer machen, junge Männer, sie kaufen sich eine viel zu große, viel zu teure Karre. Genau, Auto. Das Erste ist Auto. Ja, und es ist in der Tat so absoluter Optimismus. Kann ich da eine Geschichte zu erzählen? Gerne, gerne. Ich bin im Schwarzwald in einem Restaurant. Kommt ein junger, pfiffiger Kellner auf mich zu. Ich frage den, wie alt er ist. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt. 21. Und dann sagt er, Sie sind nett. Ich gebe Ihnen einen Nachtisch, den können Sie sonst nirgendwo kriegen. Meine Oma hat eine Tiramisu gemacht. So, und die Tiramisu war die leckerste, die ich je gegessen habe. Ich habe gesagt, ich mache Ihnen auch einen Gefallen. Ich schicke ein paar Bücher, wenn Sie Fragen haben. Bücher von mir, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie mich anrufen. Hat er gemacht. So, dann haben wir geredet, sagt er, ich kaufe mir jetzt einen Porsche. 21 hat die Kohle für einen nagelneuen Porsche gespart. Ich habe gesagt, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie kaufen sich den Porsche, okay, oder Sie kaufen ihn nicht und ich sage Ihnen, wie Sie das Geld anlegen und dann verspreche ich Ihnen, sind Sie in 7 Jahren Millionär. Er sagte, aber ich brauche den Porsche. Sag ich, warum? Ja, ich habe da das Mädchen kennengelernt und die will, dass ich den Porsche habe. Dann habe ich gesagt, dann ist das Mädchen die falsche für dich. Für Sie, waren wir Sie damals. Er hat auf mich gehört, hat den Porsche nicht gekauft. Ein paar Jahre später war er Millionär. Als wir das letzte Mal geredet haben, da war er, glaube ich, 28. Da hat er dann 2,8 Millionen gehabt. Baut jetzt ein Riesenhotel. Also dem geht es richtig, richtig gut. Es hat ein bisschen was mit Beherrschen zu tun. Wir sollten niemals, niemals im Leben eine Belohnung kaufen, bevor wir sie verdient haben. Auch typisch Verkäufer. Und das nennt man dann Leasen. Genau.
Nicht. Immer Cash. Ja. Leasen. Einfache Regel, 2-fache Monatsgehalt für ein Auto, mehr nicht. Wenn man die Regel beherzt, dann wird man keine Fehler machen. Gut, wunderbar. Was sind die, das ist eine ganz spannende Frage, was sind die Quellen und Mentoren für dein Wissen? Naja, ich hatte einen Coach, dem habe ich nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Als ich mit 26 pleite war, 4,5 Jahre später war ich dann finanziell frei. Da habe ich einfach geguckt, ich habe den beobachtet, ich habe alles nachgemacht, was der gemacht hat. Und das hat mir sehr geholfen. Da habe ich 4000 Bücher gelesen, unterhalte Netzwerke. Ich bin ganz leicht zu inspirieren. Als du mir eben dein Büro gezeigt hast, da habe ich die Augen ganz weit aufgemacht, auch ganz viele Nebensätze abgespeichert. Du bist eine Inspiration für mich. Und wenn wir von solchen Menschen ein paar haben, dann ist das ein Juwel. Und ich glaube, nichts kann uns mehr ziehen als ein Vorbild von jemand, der gut ist und den wir mögen. Also wenn ich dich nicht mögen würde, würde ich sagen, der Kräuter, komischer Typ. Da ich dich aber mag und das klasse finde, was du machst, kann ich ganz genau zugucken. Und das ist ein Riesengeschenk im Leben. Dein bester Kauf für maximal 100 €? Ein Buch. Ah, cool. Ja, ein Buch. Denke nach und werde reich, damals von Napoleon Hill. Ein Buch, dann ein gutes Verkaufsbuch. Ich habe damals noch Frank Bettger und sowas gelesen, so habe ich angefangen. Ja. Buch, immer ein Buch. Ja, übrigens zeitlos, beide Titel sind zeitlos. Ja. Überleg mal, da lebt einer ein ganzes Leben, packt das Beste, was er gelernt hat in seinem ganzen verdammten langen Leben, in ein Buch. Ja. Und wir können das in 10 Stunden lesen. Ja. Also das große Problem bei Büchern ist ja, dadurch, dass sie so günstig sind, fehlt uns oft die Wertschätzung dafür. Würde dein Buch, wie du finanziell frei wirst in 7 Jahren, würde das 1.000 € kosten, würden es viel mehr Leute bis zum Ende lesen und würden viel mehr das umsetzen. Jetzt soll ich mal was als Vertriebler erzählen? Mache ich ja auch. Also, die Leute, die mein Buch gekauft haben, die hatten ja auch die Möglichkeit, weil ich sie dann angesprochen habe, auf mein Seminar zu kommen. Und das Seminar kostet dann das 40-fache des Buches. Die Leute, und in dem Seminar habe ich gar nicht so viel anderes erzählt als im Buch. Mit der Zeit schon, am Anfang nicht. Die Leute, die das Seminar besucht haben, haben mir hinterher gesagt, dann habe ich das Buch richtig verstanden. Ja. Habe ich gefragt, warum? Ich schreibe doch nicht blöd in dem Buch, man kann es doch begreifen. Das Selbstbewusstsein habe ich. Ja, haben sie gesagt, aber wenn ich so viel Kohle für ein Seminar ausgebe, dann mache ich die Augen und die Ohren weit auf. Und dann strenge ich mich verdammt nochmal an. Das ist genau das, was du sagst, stimmt total. Ja. Geht mir auch so, du kannst ja viele Veranstaltungen heute in einem Livestream sehen. Ja? Also ich gucke den einen oder anderen aus den USA, setze mich dann vor den Rechner und schaue mir das an. Aber wenn ich hinfliege, einen Tag Anreise, ein schickes Hotel, 3 Tage Seminar, ich zahle dafür ein paar tausend $, und Rückreise, ich nehme es ganz anders, ich wertschätze es ganz anders, ich setze viel mehr um. Mein teuerstes Seminar, das ich selber gebucht habe, war etwas über 30.000 Pfund, Brite. Das war das Seminar, in dem ich mit Abstand am meisten gelernt habe. Erstens war es ein Milliardär, das hilft natürlich, das war ein ganz anderes Mindset. Aber ich habe gedacht, Mensch, also das ist auch für mich richtig viel Kohle. Über 30.000, also boah. Und da habe ich mitgeschrieben. Und weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe mitgeschrieben, habe dann das Mitgeschriebene unterstrichen. Dann habe ich das Unterstrichene nochmal neu formuliert und das habe ich auswendig gelernt und habe es mir jeden Tag ein paar Jahre lang die wichtigsten Sachen vorgemurmelt. Ja, natürlich habe ich dann am meisten gelernt. Klar. Deine wichtigste WhatsApp-Nachricht, die du jemals bekommen hast? Oh, dass ich Opa werde. Ah, cool, ja. Super. Meine Tochter hat mir einfach ein Ultraschallbild geschickt. Ja. Und hat mir dann eine WhatsApp hinterhergeschrieben, falls du es nicht verstanden hast. Aber hatte ich natürlich, war ich am Flennen. Das ist schön, ja. Das ist super. Was war die größte Geldsumme, die du je in den Sand gesetzt hast? Das war das mit der Hongkong-Shanghai Citibank-Aktie, wo die dann plötzlich weg war. Das war nicht die größte Summe, aber im Verhältnis zu dem, was ich hatte fast nichts,
habe ich gedacht, wenn ich das verliere, bin ich tot. Und ich bin wirklich zum Spiegel gelaufen, war echt überrascht, dass ich mich da noch gesehen habe, weil ich muss sterben. Ja. Das war wirklich schlimm. Und ja, ich kann nur sagen, liebe Freunde, je eher ihr einen Verlust habt, desto besser. Das macht uns stärker und sonst legen wir an wie Feiglinge, trauen uns nicht an die Aktien ran und dann verlieren wir die großen Dinge des Lebens. Und das Gleiche machen wir mit dem Beruf. Wir halten uns fest an irgendeinem Beruf, der es nicht ist für uns. Wir wissen es genau, wir haben aber nicht den Mut, weil wir denken, wir brauchen die Kohle. Und dann sind wir Feiglinge und wir dürfen niemals Feiglinge im Leben sein. Nie, nie, niemals. Und, wie hat dir das Video mit Bodo gefallen? Richtig gut, oder? Der hat richtig was zu sagen. Ich freue mich über deinen Kommentar. Und wenn du mehr über Bodo wissen willst, es gibt eine ganz heiße Buchempfehlung von mir. Dieses Buch, Die Gesetze der Gewinner, habe ich 1999 gelesen. Das ist ein ganz altes Buch. Hier, guck mal, da sind die Fähnchen, da sind die Fähnchen. Richtig, richtig gut. Die 30 Gesetze der Gewinner, lohnt sich. Und jetzt kommt das Spannende. Das Buch hat er neu aufgelegt, neu überarbeitet und er verschenkt es. Du kannst es nur gegen Portokosten bekommen, indem du einfach unten auf den Link klickst und es dir dort besorgst. Portokosten, ganz kleine Investition, ganz fettes Buch, 30 Gesetze der Gewinner, richtig, richtig geil. Jetzt bestellen. Im nächsten Teil. Vorsicht, liebe Freunde, dann muss man aber auch schon vermögend sein. Das ist wichtig. Bis dahin gilt es, Vollgas zu geben und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und warum ich heute die 4 Stunden mache, ist, weil ich erkannt habe,